und so weiter. So das Ziel ist nicht bloß, wo wir hin wollen. Wir noch nicht gleich wohin, aber Papa hat gesagt, wir wollen wegfahren. So der träumende Eva, der denkende Eva. Und die merken, die merken Reut für den Tag. Sie geht in der Show, look, das soll ein Ausflug sein und du wirst auch Reut gemerkt. Aber kommt das nicht so, dass auf einmal man all das lernen und warten, kommt dann durch einen anderen. Kommt durch einen anderen. Dann für jeden betaler worden, was der Lehrer oder was Papa gesagt hat, dann haben wir von für jeden vielleicht, weil wir können nicht auflösen und dann fangen die Kinder an, unser Sick, und unsere Haltung zu merken, wo wir das doch sein. Und dann steht, dass die Kinder um Lehrer gehen fragen oder die Kinder tüß würden, unter die Kinder, wie nach das mitnehmen, weißt du, wo das und dann doch sein. Und wo und Arawana in derchen und da. Der nächste, der für jeden von wird sagen, was hat der Papa oder der Lehrer gesagt, und fangen der einen an, warum bassen. Die so das down und jant down und das down, und dann fangen wir uns an, ein bisschen Raum zu schicken, zum anderen, das soll die alle down, und es steht dort wieder Ziel haben, ab dort, ab den Ausflug, was uns versprochen worden ist. Wo wir auf einmal Vertrauen verloren. So, was jetzt Antwort von der aus, Kinder Gottes, das soll ein Ausflug sollte passieren. Der Herr hat gesagt, der hat uns das versprochen. Er sagt, ein Ausflug sollte passieren. Das ist nicht für dich, das ist für uns alle, als du als Kinder Gottes. Und was denkst du, sind wir bereit für einen Ausflug? Sind wir bereit dafür? Oder merkt man uns auch, sei Druck, bezieht diese Dinge alle, bezieht, das, was der Herr gesagt hat, was er will für uns geben und für uns will tun. Merkt man uns auf einmal, sei Druck, dort uns den Ausflug auf einmal gar nicht mal so viel wird worden und dort ans Ziel nicht gleich kriegt du han erst. Viele Kinder Gottes sind von der neben Pferde sind ein großes Problem oder sind ein großen Stress die fangen uns an sie einige Deuen zu stellen und wir fangen uns nicht an zu streiten und so weiter. Und wir merken uns deutlich, und einer sagt, der Herr hat das gesagt, und der andere sagt, der Herr hat das gesagt. Und wir fangen an, unsere eigene Meinung an zu bringen und wollen uns nicht einig über den Ausflug, was ich dort nicht dran nehme. So, was tun wir dann gehen wir erst in der Bibel selber, und dann sollen wir in der Bibel gehen und wir sollen da mal bekicken, was hat der Herr gesagt, was wird er tun. Weil, das wird er sein, der ich will den Heiligen Geist checken, und merken, und er wird ihn immer weiter denken helfen, was ich zu ihm gesagt habe. Okay? So, dann fangen wir an, eine Person zu bauen, nicht so? Was der gesagt hat, wir glauben, was die Person sein, dass wir bauen eine Person, aber dann muss wir auch sein, dass das wertvoll diese Person auf diese gute Ideen. Aber ich will gucken, was sagt die Bibel, was sagt die Bibel, was der Herr ans hinterlassen hat, stimmt dort nach einmal, lügen wir nach einmal, ob dort wirklich, lügen wir nach einmal, sei wir nach einmal durch, oder sei wir all vielleicht weitergehen, oder alles in Leben gelassen, oder erst uns andere Dinge mehr wichtig merken, als den Ausflug ist. Das Ausflug, was kommen ist, ich weiß nicht, wann der Krieg kommen wird. Wir wissen das nicht, aber die Bibel sagt bloß, er sagt, Friede Luderkind, er hat uns nicht so ein Friede, dass diese Welt hat. Diese Welt hat so ein weltlicher Friede, was bloß ein Stolzje ist, aber der Herr hat uns ein tiefer Friede, wo du einfach bleiben wird. Es ist ein bleibender Friede, wo du ist. So, nie haben wir die Freude dann von uns. Wenn wir Himmelfahrt feiern, dann von der, haben wir den Friede, dann ein Tag, wird Jesus zurückkommen. So ist heute war gefahren, so wird er ein Tag zurückkommen, und dann habe ich den Ausflug mit. Oder sind wir so beschäftigt mit den Dingen reinmerken, was keinen Sinn hat, dass wir für jeden tun, wo der Ausflug wirklich was sein. Haben wir ein Ziel auf einmal all verloren. Und dann merkt man so all todrack tüß. Aber was bestellt er nach? Er bestellt nach in Lukas 24, Vers 47, er bestellt danach, dass wir sollen gehen und predigen den Menschen dort von der Vergebung und die Buße und die Vergebung, so wie unbedingt, so wie die Menschen dort sein. Vielleicht haben wir von vergeten, dass wir sollen die Menschen dort sein. Das ist eine Abgabe, die wir kriegen haben. Das sage ich. Und dort in seinen Namen von Umkehren und von Sinnenvergebung predigen,
predigen wollen, soll man alle Völker in Jerusalem damit anfangen. So, weet je dat nog? Dat wir eine Zeit, wo wir sehr mutig und froh werden und wir vertellen allen dort, dass wir bekehrt werden. Das ist ein bisschen so, wenn die Lehrer sein dort oder die Eltern sein, wir waren weggefahren und die Kinder daran reden, wo blieben die Kinder? Weil die sind auch beim Nuberstehen gewesen, haben die Nuberstkinder dort vertellt, was Papa gesagt hat. Das ist eine große Freude von uns. Wir wollen unbedingt haben, die Nuberstkinder sollen das auch antworten. Und dann würden wir nach 3 Jahren, dann würden wir fragen, Papa, wo das denn sein, wenn es Nuberstkinder die Kinder auch mit haben? Papa würde sagen, well, sure, wenn der Eltern tun, das kann der auch mit. Und das haben sie abgewirkt. Wir sollen so eine große Freude haben, dass wir einen Ausflug entkommen haben. Wir sollen so eine große Freude haben, dass wir sollen nach uns Nuberschreien und nach uns Nächsten so wieder an. Und wir sollen endlich sagen, was passieren soll, was uns versprechen war das. Und wir sollen das anjankern. Wir sollen das anjankern. Und dann sollen wir dem Herrn Jesus gehen und dann sollen wir sagen, ich habe wen begegnet von der, und Herr Jesus konnte auch mit. Und was würde Herr Jesus sagen? Jo, sagt er, der kann auch mit. Gute Seite haben soll Buße tun, und du hast Vergebung, und die Seite soll auch kommen. Das ist, was wir sollen. Oder unsere Excitement, unsere Abregung. Erst dort nach einmal, weißt du nicht, wenn sie uns bekehren, wenn es uns mal klar wird, dass wir einen Ausflug würden haben, erst dort nach einmal, oder fehlt dort mal weiter abzuleben. Sie wollen denken so, Papa wird nachher nicht nach Hause kommen, und wenn wat moet worden, en wat naar wat geven en zo wieder. Vielleicht zijn we al downtig geworden über dort und vielleicht fehlt ook maar een beetje an uns abzuleben, dat we maar den Mut haben und unseren Nächsten dort zu verteilen, nicht so? Aber wir können uns vielleicht so drauf merken. Ja, die Kinder wollten einen Ausflug haben, Mamas, ist hier nicht bekannt. Besonders Mamas wollen das vielleicht alle antworten, die Kinder merken heute zum Ausflug. Von Anfangsjahr an, wird abgeschrieben, Taschen gemerkt. Und haben Angst, wollen sie bei mir irgendwas hängen tüß, was sie nicht wollen, am Ausflug haben. Ja, und wir denken dann an das himmlische Ausflug, was wir einen Tag wollen haben. Weil wir bereit sind damit, weil wir das klar haben, unsere Radung, weil wir unsere Vergebung klar haben, weil wir mit dort bereit sind. Weil wir uns nicht so beschäftigen mit den irdischen Dingen, aber weil wir das im Ziel haben. Und weil wir diese Freude in uns lebendig haben. Weil wir diese Freude vom Anfang, weil wir das vom Nie tun. Und weil wir unsere Nuberstkinder dort sein, was wir das gewusst haben, dass wir so ein Ausflug sein. Vielleicht waren sie auch mit. Vielleicht haben sie auch die Freude. Aber er braucht, dass wir wirklich vom Herzen mutig sein. Hast du eine Freude, dass die was vergeben werden? Haben wir wirklich eine Freude? Oder denkt ihr so, ich weiß, was dann passiert. Meist kriege ich alles in uns. Der braucht, dass wir belebt werden mit diesem Heiligen Geist, was er uns gegeben hat, und dass wir in dieser Sicherheit sind, und dass wir diesen Frieden in uns haben, das was er brauchen wird. So, ich wünsche Ihnen von der Friede, ich wünsche Ihnen Mut, uns Nächsten dort vertrauen, dass wir einen Ausflug im Kommen haben. So, Gottes Segen mit dir mein. Nummer 616. Das Ziel, das wir sehen, der Weg, den wir gehen, führt hin zur Stadt, die Gott gebaut. Jesus wird erscheinen, uns bald mit sich vereinen. Wie er zusagt, holt er dann heim die Braut. Die Tore der Gottesstadt macht hoch sie und weit. Wir gehen zur Herrlichkeit von Sündenlast befreit. Dort sehen wir Jesus, alle Stimmen dort mit ein. Nur Freude und Jubelsang wird ewig dort sein. Noch bin ich auf Erden, trag Not und Beschwerden, die Sorgen, sie plagen mich doch sehr. Doch dann schau ich nach oben und fange an zu loben,
Denn der Herr erhält mich fest und ist bei mir. Die Tore der Gottesstadt macht hoch sie und weit. Wir gehen zur Herrlichkeit von Sündenlast befreit. Dort sehen wir Jesus, alle stimmen dort mit ein. Nur Freude und Jubelsang wird ewig dort sein. Ja, bald werd ich preisen, Anbetung erweisen, denn ich gehe heim ins heilige Land. Nach Haus will ich gehen, den König zu sehen, der mich hält so treu an seiner Hand. Die Tore der Gottesstadt macht hoch sie und weit. Wir gehen zur Herrlichkeit von Sündenlast befreit. Dort sehen wir Jesus, alle stimmen dort mit ein. Nur Freude und Jubelsang wird ewig dort sein. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und solche schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Ein Zeuge Jesu kann sich überzeugt schreiben, was wir hier in gesehen haben, dort wir ihnen vertrauen. Worauf haben, omdat auch die, mit uns Gemeinschaft haben, ist unsere Gemeinschaft erst mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das hier sei überzeugt, nicht wahr? Unsere Gemeinschaft erst mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus, und wir schreiben das, omdat auch jene Friede soll fällig sein. Himmelfahrt. Ist es Friede? Oder ist es ein Trauer? Was ist es für die, dass Jesus aus dem Himmel gefahren? Als die Tode aus dem Himmel gefahren, dann fräst die, dass Jesus aus dem Himmel gefahren. Worauf die Kinder Gottes würden das sagen, ich freue mich, dass Jesus aus dem Himmel gefahren, nicht wahr? Bis er will dir auch dort haben, an unserer Städte zu merken, und er will weiterkommen, um uns zu holen, das kann dort sein, wo er ist. Himmelfahrt. Wo schein? Gut, froh zu sein, dass ich so am Donnerstag morgens so viel am Gottesdienst teilnehmen. Wir sind hier Ja's von verschiedenen Städten. Die sind alle herzlich willkommen hier. Von der unsere Mäd. Wir haben hier ist. Gut, eine Abgabe. Und haft diese Abgabe, Jesus, dann sind die sein, haft das Auftrag, haft der von der irgendwas zu uns zu sein, der wird wie von der nach leben. Eine Zusage, eine Verheißung und einen Auftrag. Wunder hat das alles, was von der für uns bedienen. Ich will nicht kurz einen Tagsvers lesen, ich will bei jeder Punkt, wo ich den Karten Vers ein paar anführen, um das beklaret zu merken, von was wir hier reden da. Wenn Eltern verreisen wollen, und die Kinder nicht alle mitnehmen, dann können unsere Kinder mit Support, nicht wahr?
Dann hat er verschiedene Bestellen und vielleicht verschiedene Sachen abgeschrieben. En hingen loten dat aan de Kenia. Hoe doen de Eltern dort? Bis de Eltern de wel nog zeiden, dit zal uitgeveld worden, dit zal uitgeveld worden, Jan zal uitgeveld worden, niet waar? Maar de Eltern niet bezorgd, vielmehr dan ze een grote Versprechen geven, niet waar? Wanneer ze wegfahren van thuis, dan zeggen ze, wenn je worden thuis blijven, je worden een goede arbeid maken, en je worden Eltern vertrouwen die Kinder, wat zij groot het aan en vorm van thuis. Weil mir erinnern dan jaren terug, we zijn zo'n andere Welt leven als van jou dan. Wo das so ganz fragen, wie wenn man von Kalkun deed, of we kunnen von Kalkun, dat wir mehr bloß, wenn wir Hand führen, und so Dinge geschickt sollen, so ein Phone kommen, wo ein das andere en anders zu sein. Aber wenn wir hier anlaten, dann dachte ich viel an, wo wir das Jahre tut, wenn es ganz anders wie als es von dir ist. Ja, die Kinder wird viel anvertraut, und das wird der Herr Jesus seine Jünger viel anvertrauen deed. Der Herr Jesus, die mögt das Ding ganz klar, er im Himmel fahren deed. Jesus in Wahrnehmung von dieser Erde wenig so eine Kidnapping, als wir von der schon da viel von hören. Ganz plötzlich, es war einer verschwunden, und weiten bloß nicht, wo die geblieben ist. Ja, scheinbar wir noch da sind, was wir nicht gut wussten. Jesus sagt, sie sollen weiten, aber sie wussten nicht, wo er wird hingehen. Aber Jesus hat ja ganz klar gesagt, wo er wird hingehen. Was er würde tun wieder. Wir haben mal drehen, Evangelium, Johannes Kapitel 14, ich habe irgendwann also wieder Tagsbetrachtung. Evangelium Johannes Kapitel 14, Vers 1 bis 5. Und er sprach zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisset ihr, und den Weg wisset ihr auch. Sprich sie ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus sagt, die wissen nicht, wo ich hingehe. Jesus hat genug Informationen gegeben an seine Jünger, sie sollen noch alle weiten. Da Thomas nicht wisst, dort scheinbar es besessen ist, was anglauben. Jesus sagt, den was weit ihr? Ich habe genug gesagt, ihr sollt weiten, wo ich hingehe. Das soll dir nicht so anbekannt sein, so fragen sein, wo ich hingehe. Und das sagt hier, dass Jesus, er sieht seine Jünger, er ging am Stedenreich zu merken. Und so passiert das hier manchmal, ob das ihr nicht war, da man Lied einmal saß, wo han tragen, dann wird verrabt gereist, dann wird ein Stedenreich gemerkt, wird ein Haus gebaut. Das ist vorhin, habe ich mal gemerkt, als Familie, dass mein Vater einmal verrabt fahren deed, dass wir die Jahre Zeit dann weit was zu tragen, von der wird nicht mal so weit halten, was die Jahre Zeit wird weit was zu tragen. Und ich fuhr vorab in ein Büden Wohnhaus. Sie wollen die Familie satt wohin bringen. Sie wollen sagen, dass die Familie können eine bessere Stadt bringen. Das Ziel wird, die Familie soll eine bessere Schule haben, es soll zu mehr Erkenntnis aus dem Wort Gottes kommen. Dann fuhr die Vater vorab in ein Büden Wohnhaus. Nicht ein Stromer Palas, das Jesus von der von uns merken das. In keinem Fall in der Armut, die Jenke nicht ein Stromer Haus zu bauen. Die ein Haus von Breder abtun stellen. Und da waren die schwarze Stremels immer gemerkt, so eine schwarze Hackers. Und da war das mit Blattteil geschmiert. Sagt, wunderschmack. Feines Haus. Das wird die Vater reinmerken, aber wir nicht so dir, wir nicht so schmack als dort. Aber wir können nie das Haus dann tragen. Aber da man denken, wo Jesus erst vorab gegangen, was der reinmerken, das wird Gott sagt von dir, wir würden nicht wir haben das aussprechen. Keiner von uns wird von dir das aussprechen, wo Jesus von der ersten in reinmerken, für die Sinne. So wunderschön. Was dort sein, das von der nicht aussprechen geht. Aber Jesus hat vorher war von dieser Erde, dann hat er nach seinen Jüngern besonders eines sein und dort zu tun sein.
Und da wollen wir wieder angehen in Matthäus Kapitel 28, Vers 20. Das letzte Eng hier in Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sind das nicht besondere Werte von unserem Herrn Jesus? Vor er die Welt verloren hat, vor er Abschied nehmen hat von seinen Jüngern, dass er sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus hat gewusst, dass wir ein Wert, was sehr wichtig wäre, was er hier loten. Was er hier loten. Und das Wert, was Jesus dann hier loten hat, der hat von dir für uns eine ganz besondere Bedienung. Dann hat vielmal für einen und anderen eine besondere Bedienung gehabt, dass Jesus sagt, dass siehe, ich bin bei euch alle Tage. Nicht bis hier und da, weil ich mich was zu Druck sein, weil ich schon die Zeit annehmen. Da wollte ich mir noch Zeit nehmen für die. No, ich sehe die alle Tag bei der Welt ein. Kannst ganz getrost sein. Was für eine Tau sei für die Jünger Jesu, nicht wahr? Aber was für eine Tau sei, ist das von dir zu uns. Wenn Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Getrost macht uns das feil, dass ja von so einer geloten hat, dass so eine Kraft bin, auch besonders in der Orientierung, nicht wahr? Dass einer, der sieht dann, ich sie beginnt alle Tag, was an der Welt ein. Je darf nicht allein gehen, fällt ihr nicht verloren. Was machen wir so schön für Menschen, die verloren? Aber weißt du was, ich sie da. Ich sie beginnt alle Tag. Das ist eine besondere Tosei von einem, was für eine vertrauensvolle Tosei, ja? Ganz vertrauensvoll. Jesus seine Jünger werden nicht von der Meister vielmehr im Licht geführt und vielmehr getäuscht worden. Na ja, nu sagt er, ich sie beginnt alle Tag an der Welt ein. Wunder ist das wirklich, was ist das sein? Wollt ihr das noch kommen? Wollt ihr das uitfallen, was ihr sich wirklich zu sagen, ich sie beginnt alle Tag an der Welt ein? Das wissen die Jünger Jesu, dass der Meister, hat Jesus, der wird vorabgegangen und der hat sich bewiesen, als einem, was er zu vertrauen ging. Und das ist von dir auch noch zu vertrauen. Ganz fast, ja, wie von dir auf das vertrauen, dass der Herr Jesus wieder hingelassen hat, euer Heim im Himmel fuhr, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Das wird nicht an einem Tag fehlen. Da wird an keinem Moment fehlen, wo der Herr Jesus nicht bereit ist, bei uns zu sein. Was für eine Tosei und was für ein Vertrauen ich habe da bei einem Herrn. Einen Gefährten mit uns zu haben, was uns verstehen kann. Wie weit noch hier in diesem Leben, Menschen konnte manchmal sehr allein fallen, ja? Ich weiß, ja, in Zeit, wenn sie haben also sehr leicht gerülden, fürs Oben zurückgehen und so wieder, jemand muss mal zurückkommen. Du musst wer bezieht sein, jetzt anders für uns zu sein allein, weil wer bezieht, dann können die dran gehen, ja? Dann fällt sich so viel Geloten an, einen Gefährten bezieht zu haben. So ist es von der in unserem Leben, dann fallen so viel Geloten an, wer bezieht an sich, nicht wahr? Viele Menschen fallen sich sehr allein und sehr verloren. Aber das eine ist bereit, bei uns zu sein. Wie der das Glauben und Vertrauen, der ist da, mit uns zu gehen. Wie viel Mal hat es allen Trost gegeben von Kranken? Das ist die Werte in der Bibel geschrieben sind. Und wir weiten das an den Herrn Jesus in der Welt, euer Heim im Himmel fuhr. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Von manch ein Kranken ist das ein besonderer Trost für uns. Manch ein Kranker hat sich so besonders gefreut, diese Werte in der Bibel zu lesen. Das ist einer. Und so viele andere Menschen können mich nicht verstehen, weiß nicht, was mir geht in der Lehre. Aber das ist einer. Der ist viel durch. Und der hat versprochen, bei mir zu sein. Alle Tag. Das ist ein ganz besonderer Trost. Der nächste erfährt ein besonderer Trost, das ist ein großer Triebsal versagt. Und er wird so besonders getrost mit dieser Welt, einmal war siehe, ich bin bei euch. Dann ist die Witwe, was er hier geblieben ist, der Mann ist weich. Und er ist mit ihren Kindern. Und weiß vielleicht nicht, wo die Zukunft werden soll. Bei einmal kommt diese Welt im Sinn, oder jemand sagt zu diese Welt, Herr Jesus, siehe, ich bin bei euch.
Tage. Bis ich habe versprochen, ich allein gehen. Sehen. Wo dann grote veel durch. Und das ist ein Sehen nach einmal diesen Cancer, wo nicht viel Hoffnung für ist. Aber dann sind diese Werte so kraftvoll. Das ist so eine trostvolle Werte, was der Herr Jesus hingelassen hat. Ich habe in dem Himmel vor. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich kann mir nicht anders vorstellen, dass für die Jünger Jesu, wo das vielmal ein Trost war, wenn sie schwere Stunden sind gegangen. Aber horch mal, Thomas, Andreas, Jakobus, wie immer. Horch mal, was sagt Jesus? Denkt ihr noch? Horch mal, Jesus sagt, er wird bei uns sein. Er wird uns nicht verloren. Wie darum gleich allein gehen? Horch mal, das einer, der hat sich so gut bewiesen. Und der ist da. Der wird uns durchführen. Was dann, wenn Jesus was gesagt hat, zu den Jüngern, okay, Jünger, ich sehe so lange mit ihnen top was. Ich habe ihnen viel versucht zu lernen, ich habe gemerkt, dass wir ein Schwurleben machen, die lernen mit Schwur. Aber hier sind die nur große Jungs, die wollen nicht nur mal selbst weit machen. Petrus, du bist ja nur so ein großer Jung. Ich hatte gesehen, dass die viel helfen, aber nu will ich dich anvertrauen. Petrus, nu wirst du die selbst machen weiten. Hol dich dafür. Nu wirst du mit allein gehen. Aber nee. Seid ihr mal, Jesus hat gesagt, wo wichtig dass wir, dass er zu diesem Petrus, zu dem Johannes, zu dem Jakobus und zu all seinen Jüngern sagen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Geht darum euch allein gehen. Von nur Folge Jesu, es ist so wertvoll, so köstlich, das so kraftvoll zu weiten. Wir haben ein Taufelläschen Vierer. Ein ganz Taufelläschen Vierer. Einer, was uns verstehen kann. Einer, was weiß, was es geht. Und der ganz tiefste Teil, wo wir uns befinden, liebe Zuhörer, da habe ich jemand, was uns versteht. Wir gehen nicht allein. Jesus, vor dem Himmel vorsieht er echt wo mit dir gehen. Und das ist der Trost, was wir haben von dir, dass wir sind Meister, das haben, sind Haar, von der Seite nicht bis Meister, von der Seite sind Haar, was mit uns geht. Einer, was zu sagen, der vor dem Himmel fuhr, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und was fehlt uns dort, wenn Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde? Regt uns das toll? Oder fehlt uns noch eine höhere Insurance als das? Was wir haben nur was höhere Checken als das, eine höhere Autorität, als das, wenn einer sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde, das ist alles, was wir brauchen, liebe Zuhörer. Wir werden bloß getrost und geborgen in seine Hand leihen und sagen, hab Dank, dass du das gesagt hast. Dass du alle Gewalt gegeben hast. Hab Dank, dass du gesagt hast, vor dem Himmel vor dir, ich sehe mit dir alle Tage bei der Welt ein. Gut. Nächstens, dann seht ihr eine Verheitung. Nu wir drehen noch Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8. Wo Vers 7 auch lesen, wir bitten einen Tophang zu kriegen. Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat, sondern, nu wollen wir uns am Morgen, was für eine Verheitung gibt Jesus vor einem Himmel vor, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Was für eine Verheitung hat der Herr Jesus in ihr Loten, in dem Himmel vor dir. Das ist eine ganz besondere Verheitung. Die wollen die Kraft von dem Heiligen Geist empfangen, was ab dünn kommen wird. Und was fehlt uns mehr als zu weiten, dass diese Kraft ist da? Das seht ihr dort zu den Jüngern, aber haftet von dir, was noch was zu dir zu sein, haftet was zu mir zu sein.
Und wir nach alle sein, worauf die Kind Gottes sagt, oh Gott sei Dank, dass der Herr Jesus diese Verheißung gegeben hat, aber nicht bloß die Verheißung gegeben hat, sondern dass er ganz klar so geworden, dass er in Kraft getreten ist, was Jesus gesagt hat. Der Herr Jesus, der weiß, dass seine Jünger unfähig wären. Ganz unfähig. So hat er so viel mal gesagt. Der Herr Jesus, der weiß, dass du ganz unfähig sind. Uit uns selbst. Da wir so viel mal gesagt. Er hat ein gutes Vernehmen gemerkt, nicht wahr? Noch einmal, als ich da war, wir sind verhebt ganz unfähig. Der Mangel war an Kraft. Der Mangel war an etwas Besonderes, was uns wird mal eine Kraft geben. Die Unfähigkeiten zu besiegen, dass wir würden fähig sein, den Weg wieder zu gehen. Und Jesus hat gesagt, ich will jemand die Kraft von dem Heiligen Geist tun. Diese Kraft wird, wo je empfangen, je wird mit dieser Kraft, wo je belesen sind, mit dieser Kraft, wo je kann wiedergehen. Das wird Jesus sagen, zu seinen Jüngern, euer Heim im Himmel für. Also ihr wisst, dass Gott sieht, dass wo sei, das wird an Kraft mangeln. Ihr wisst bei diesem Petrus, dass der Petrus, bei diesem Petrus wird es noch an Kraft fehlen. Wenn nicht mehr warum sein. Was wird mit diesem Petrus passieren, wenn eine besondere Kraft wird vom Himmel raufkommt, und diesem Petrus, was so viel Versprechen gemerkt hat, was dem beleben wird mit einer himmlischen Kraft. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, in der schwanzten Stunde, in der ganz schwanzten Stunde, wo er bane wir, da muss ja mal ein Zwischen sein, dass seine Jünger waren schlucken deiden. Dort in Gethsemane, dann sagt er, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Petrus, Jakobus und Johannes, je wird ihr seid mal wieder mitgekommen, mit mir, was die versprochen haben, mit mir mitgekommen mit dem Tod. Mann, sagt ihr mal, dass der Geist ist wahrlich, beginnt Fleisch essen schwach. Hier, ich habe das sagen, gehen Fleisch essen schwach. Und gerade da, wenn wir das Fleisch so schwach ist, da, wenn wir es selbst nicht kennen, da, wenn es so wichtig wie von uns sein, was hat der Herr Jesus uns versprochen? Was er uns versprochen hat? Die Kraft des Heiligen Geistes. Was macht das für eine Kraft sein? Diese Kraft, das hat mehr als bloß, dass wir natürlich einfach mal eine Power oder eine Kraft benennen. Im Griechischen, ein Schreiber gab so, als es besser zu verstehen, da sagt es Dynamis. Dynamis, dann ist es eine Bewegung. Weißt du, diese Kraft ist nicht bloß so von ungefähr, wie es Menschen eine Kraft bewiesen haben. Das ist ein Dynamis. In anderen Worten würde man eine Dynamik, aber nicht Dynamit. Dynamit, das ist Sprengkraft. Jesus sagt nicht, da wird eine Sprengkraft geschickt worden vom Himmel und der wird alles versprengen. Jesus sagt nicht Dynamit, hat er Dynamis oder Dynamik. Und das ist eine Bewegung. Das ist eine Kraft, die bewegen kann. Dynamit hat auch, ja. Aber die Dynamit, das ist sehr viel versprengen. Der Herr Jesus, weil er sagt, ich will mit Kraft vom Himmel tun, was eine Bewegung mit sich bringt. Und was passiert, sobald nur dem, was Jesus das versprochen hat? Dann sei wir kriegt, was Jesus gesagt hat, dann sei wir nu in Erfüllung, diese Kraft wird umbohren. So ist der Herr Jesus gesagt hat, die Jünger. Der Heilige Geist wird ausgegossen. Und wenn wir dann lesen, das ist der Apostel von der Predigt, wenn wir drehen in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 22 und 23, sagt Petrus zu diesem Weg zu den Menschen, ihr Männer von Israel, höret diese Worte, Jesus von Nazareth, den Mann von Gott unter euch mit Taten und Wundern und Zeichen erwiesen, welche Gott durch ihn tat unter euch, wie denn auch ihr selbst wisset. Denselben, nachdem er aus bedachtem Rat und Vorsehung Gottes ihr begeben war, habt ihr genommen durch die Hände der Ungerechten und ihn angeheftet und erwürgt. Wer seht das? Das ist das, was ihr nicht reit wie Jesus zu bezahlen. Fehlte Angst, wird sein, ich kann das in Jesus. Der wird dem Jesus verlehen, und wird davon zu fluchen, ich kann dem nicht. Ich weiß nicht, von wem wir reden. Der sagt immer, die Männer von Israel, horcht mal, das wird. Jesus von Nazareth, der Mann,
von dort ein Wunder bewiesen. Den hat je am Kreuz genäht. Den hat je, steht es hier, ja, das ist tot gemacht worden. Jesus schuld an, dass das geworden ist. Wo wird es möglich, dass das Petrus das sein kann? Dass wir bloß durch wie möglich vor Jesus im Himmel vorsehen, Jesus, sehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dass wir kriegen einen Moment, was Jesus gesagt hat, ich will mit uns sein, dass wir einen Moment, wie Jesus mit den Jüngern war. Kriegt diesen Moment. Hier wie Jesus mit den Jüngern. Dann können wir so früh anfangen zu predigen. Aber nicht bloß, dass Jesus hier mit den Jüngern war, sondern hier wird die Kraft, wo Jesus gesagt hat, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird. Kriegt diese Kraft, die wir hier nun sichtbar. Da wird hier oben, was Jesus gesagt hat. Diese Kraft ist vom Himmel raufgekommen, kriegt es, was er gesagt hat. Und Petrus, er konnte ganz unerschrocken, können diese Männer sein, die haben diesen Jesus von Kreuz genäht. Und was passiert? Diese Männer, die brücken taub. Die waren Männer, einen und dem anderen, die brücken taub. Die waren Frauen. Was hat von der zu uns zu sein? Die selbste Kraft, durch den Heiligen Geist, wenn das Wort gepredigt wird, von der fängt einmal waren Menschen durch. Nicht durch den Prediger, nicht durch den Zeuge, was hier und dort ein Zeugnis aufleihen, und kann einen den anderen durchhalten, durch den sich vom Geist Gottes leiden lassen, ein Zeugnis aufzugeben, aber der Heilige Geist, der wirkt dort. Jesus sagt, je wollen mit dieser Kraft angenommen worden. Und diese Kraft, der wir von der Hand, wiederum von der Zeugen sind, von dem, was Jesus gesagt hat, und du als Kraft, und da, was Jesus gesagt hat. Da will ich wieder lesen in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 37 bis 41. Sagt, da sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr meine liebe Brüder, was sollen wir tun? Sagt mir, hier wird die Kraft offenbar geworden. Wo eine Kraft, der was Jesus sieht, was vom Himmel raufkommt. Nu fangen die Mann an zu fragen, was soll wir tun? Was ist für uns eine Verhütung? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und lasst sich in jeglicher Taufe auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Seht ihr mal, da kann Petrus bloß durch sein, was er mit dem Heiligen Geist belebt wird. Wenn er selbst sich diesen Geist hat gehört, hat er nicht genutzt, wenn er diese Wirten gebracht hat. Aber durch den er so belebt mit diesem Geist, seht er zu Ende, dort Buße, und lot ihn taufen auf den Namen Jesu Christi, zur der Vergebung von jenen Sünden. Und dann, wo er die Wort, empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Seht ihr mal, Jesus hat zu den Jüngern gesagt, aber dann der Petrus hat wieder reden und sagt, wenn die wollen, abmerken, wenn die wollen zum Glauben kommen, diesem Herrn Jesus, dem, was die am Kreuz genäht haben, wenn die wollen eine Wandlung machen in ihrem Leben, die wollen in diesem Jesus drehen, die wollen das annehmen, das ab, was dort passiert ist. Weißt du, was in ihnen passiert wird? Die wollen mit einer Kraft vom Heiligen Geist angefällt werden. Das hat verjüngt. Und gerade passiert. Was für eine Kraft wird offenbar das Dynamis, das griechische Wort sein wird. Und dann sehen wir viele Bilder, was die Teuer gedacht haben, durch dem, dass diese Kraft offenbar geworden wird. Wir wollen lange nicht alle anführen, aber in der Apostelgeschichte haben wir mehrere von diesen sehr klare Bilder. Was wird offenbar, es wurde die Jesus bewiesen. Weil du bist ein Kapitel wieder drehen, kurz in Apostelgeschichte Kapitel 3, in den ersten Versen da, fingen Petrus und Johannes im Tempel an, die Stunde, was sie flehen, zu beten, und dann trafen sie einen an, der wir Lohn vom Mutterleibe an. Einer, der noch niemals hat gehen können. Einer, der hier einmal war, vom Tempel gebracht wird, zu betteln, zu prachen. Und es sagt hier, denn nun sah Petrus und Johannes, dass sie wollten zum Tempel hineingehen, bat er um ein Almosen. Das wird einer können. Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an, wartete, dass er etwas von ihnen empfinge. Ja,
Checkt mal nach uns, sagt Petrus. Na ja, wat ja nu wordt, dan moet een gratis Gabe geben, nicht wahr? Aber weet je wat, dat is een unerwartete Gabe, wat er kriegt. Nicht mal mit so ein gerechnet. Durch die Helden Jesus, was Jesus gesagt hat, was die Jünger empfangen wurden, würde passieren, und das passiert in diesem Lohmen Mann. Der Krieg wird, wo er bloß nicht mal mit gerechnet hat. Was wird das? Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Weißt du was? Ich sehe einer, was nicht selber Gold nicht drin und das. Aber dort, was ich habe, dort gebe ich dir. Was wird aber Petrus haben? Was will er dir wiedergeben? Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und wandle. Ich will dort, was ich habe, dort will ich dir geben. Dann checkt er das mal an und sagt, im Namen Jesus Christus von Nazareth, steh ab und go. Und weißt du was? Das sagt das Mensch, stund ab. Dann Petrus die Foto in der Hand und recht ihm ab und bald stund er ganz fast auf seine Knöchel, alles für fast und stund ganz fast. Sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Die Kraft des Heiligen Geistes. Ich wundere manchmal, als wir nur Saaten tun und Vertrauen tun und Glauben tun, auf die Kraft des Heiligen Geistes. Was Jesus sagte, ihr werdet empfangen die Kraft des Heiligen Geistes. Als wir Kinder Gottes, ich freue mich vielmal, glauben Sie noch an was Jesus gesagt hat? Oder seht ihr bloß der Apostel und dann wird da reitet auf? Oder gilt es von an uns, die Kraft des Heiligen Geistes? Da wird Gottes lehrt uns ganz klar, durch das Neue Testament, dass wir diese Kraft von der haben, und diese Kraft ist da, und diese Kraft Gottes zu wandeln. Und Petrus, Johannes will nicht der, was diesen Mann abrechnen deuten. Er kann ihm gut merken. So wird aus dem einem anrechnen, da kann Petrus. Aber dem im Guten merken, wirklich abrechnen. Das wird Gott Petrus verteilen. Das wird Jesus. Wenn Petrus den allein abgereicht hat, dann würde er mal in ihren Arms fuhren. Na, ganz nicht anstrengend merken. Wo man sein, das Menschen am Stunde kriegen. Er fällt ihm an, reicht ihm ab, das Menschen steht ganz, stief auf seine Beine, der fängt an zu hüpfen, der fängt an zu springen, der fängt an Gott zu loben. Wo wird es möglich? Krieg wie dort, was Jesus gesagt hat, gerot vor im Himmel vor. Dadurch wird es möglich. Dann gehen wir ein paar Kapitel weiter und dann haben wir da die drei Schick von Ananias und Sapphira. Diese wird da antrübieren in dem Helden Jesus nicht hiergeben deuten, sondern den Helden Jesus aufschieben deuten. Diese gaben ihr Leben ab. Petrus sieht ein Wort, diese fallen Hahn wie ein Tod. Dann gehen wir weiter 2 Kapitel wieder, gehen wir im 7. Kapitel Apostelgeschichte. Da haben wir den ersten Martyrer. Auch dieser hat erfahren, was das verwirrt wird, was von der Bedienung hat, was Jesus versprochen hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das Stephanus, in keinem Fall wird Stephanus dort durchgesagt haben, in keinem Fall wird Stephanus so frei gezeugt haben, zu seine Verfolger, wann es nicht wir für die Kraft des Heiligen Geistes war. Bei Jesus hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Stephanus hat diese Kraft gekriegt. Nu er ganz frei mit das, was er gekriegt hat, und er drückt es wieder, diese Kraft, was er wir. Und das kostet Stephanus das Leben. Wir haben drei in Apostelgeschichte Kapitel 7. Vers 54. Sagt, wie er aber voll Heiligen Geistes war, sah er auf den Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel auf und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen. Was für eine Wunderkraft. In diesem Stephanus. Das sagt, er wird voll Heiligen Geistes, er kickt ab, und dann sagt der Himmel so ab. Dann sagt er, jede steht zu der Rechten Gottes. Lehrt uns die Bibel nicht, dass Jesus sitzt zur Rechten Gottes?
Op deze gelegenheid nu hier nu staat Jezus zur Rechten Gottes. Ik glaube, dat Jezus hij stond en zag, hier is een geloofsheld. Einer, wat dat aangenomen heeft, dat ik dort am Kreuz gehangen heb voor hem. Der staat hier nu voor de waarheid aan. Dat is reis zijn leven aan te geven. Jezus staat in de rechterhand Gottes. En Stefanus zet hem daar staan en sagt, wat hij er zit. Jezus steht zur Rechten Gottes. Wodurch? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus hat die Verheißung gegeben und der Stefanus belebt es. Dann ein Kapitel wiedergehen im 8. Kapitel. Da den Kämmer des Morgenland. Er kam zum Glauben. Und wo kam er zum Glauben? Durch den der Philippus mit dieser Kraft angenommen wird. Nu kann Gott durch den Heiligen Geist, durch diesen Philippus sein, hey, dort ist ein Mann, ab jene Geist, was gerade hat. Du habt ein Geist, das ein Mann, geh mal hin an diesen Mann. Dau die mal an diesem Weg an. Und Philippus sagt, ja, du hin und hat ein bisschen und jetzt hol mit diesem, verstehst du, was du lesen das? Sagt er, ich weiß nicht, was soll ich, wenn mir keine Anleitung geben hat. Ich kann nicht verstehen, der lässt durch Jesaja. Und dann hat Philippus einmal sagen, was er sagen hat, was er gut Gottes sagen hat. In des Mann, durch die Kraft des Heiligen Geistes, in den was in Philippus wirken, der Philippus das widerregen, nu kommt des Mann, was du, dass der bekannt wird mit dieser Kraft, nu kann er belebt werden damit. Einmal dann parkt er dort, und er nimmt es im Glauben an, er lässt sich taufen, und er reist mutig wieder. Er freut sich, was er gefunden hat. Und dann go bei das 16. Kapitel Apostelgeschichte, Kapitel 16, da hat den Kerkermeister ein kalter Mann, was Paulus und Silas dort im Gefängnis, und das innerste Gefängnis gelegt hat, und die Feit wird im Stock gelegt, und da werden Paulus und Silas fast. Für Menschen zu sein, keine Möglichkeit, jemals loszukommen. Und dort einmal sind Paulus und Silas los. Das Kerkermeister will sich das Leben nehmen. Lebensort. Aber weißt du was, durch die Kraft des Heiligen Geistes, was in Paulus wir, raubt Paulus ut, tue dir nichts Übles. Das die nicht an. Wir sind nach alle hier. Wenn dort nicht für die Kraft des Heiligen Geistes wir, hat Paulus das nicht gesagt. Leider tue hier, dass wir, mit was Paulus belebt, wir mit der Kraft des Heiligen Geistes, wenn sie sagt, dass ja sich das Leben nehmen will, sagt er, die nicht an. Und das Mensch erfährt das Heil. Das wäre durch die Verheißung, was Jesus gegeben hat. Wenn nicht für die Verheißung wäre, weißt du was? Ja, dann hat sich der Schwert durch die Odern getragen. Vielleicht hat noch jemand begruft. Ein schreckliches Warten des Gerichts. Könnt ihr feststellen, was von Unterschied durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass Jesus sagt, dass ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Durch dem kann das passieren, was hier passiert, dass das Mann nicht hoffnungslos verloren ging. Dass das Mann gerat wird, in den letzten Momenten noch, großartig sein Leben kosten dein, wird er gerat. Die Kraft des Heiligen Geistes, was der Apostel empfangen hat. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Dann haben wir nächstes noch den Auftrag Jesu. Gut, erst haben wir eine Tausei, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende, das wird die erste, ja. Na, die zweite Tausei wird dann, dort wie eine Verheißung. Jesus sagt die Verheißung, ob diesen Geist, wo Jesus von gehört haben. Aber dann die dritte, was wir dort, was Jesus sagt, dann gibt es einen Auftrag. Und dort ist mit Schwander zu verstehen, nicht? Wo eure Schwander anzunehmen, sollte dem was sein? Das ist mit Schwander anzunehmen. Was sagt Jesus? Nu werden wir drehen in Matthäus Kapitel 28, wo wir schon einmal werden. Matthäus Kapitel 28, Vers 20. Vers 19 und 20. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. So, das ist der Auftrag. Das ist mit das Wort aus der Tausei in eine Verheißung. Und wird nicht so, wenn die Eltern vertust vorhin leiden, wenn sie sagen, was Tausei in den Kindern, die wollen alles gut merken, da fällt was Gutes ab. Aber wenn die Eltern nicht die Kinder noch Abgabe abgeben, hier ist was auszufällen, und Kinder,
Würde je bitte das Reich ausfallen, trüß an der Matt? Wir haben die Eltern sich gefreut, wenn in den Haus kamen und sagen, die Kinder haben das getan, nach mir aus, was sie bestellt haben. Weißt du was, durch die Verheitung, was Jesus gegeben, die Kraft von dem Heiligen Geist, darf Jesus nicht alle Einzelheiten gesagt, ganz klar. Aber er sagt, die Geist, die wird lernen. Das ist hier schon eine Eröffnung hier. Die Geist, die wird lernen. Das ist passiert. Das ist von der aus. Wenn uns Hort op ist, für die Wahrheit, wenn Gott ist, wenn uns Hort op ist, und dass der Heilige Geist, der uns Anleitung geben, und wir können hier und dort in Sehen sein. Durch dem, dass der Geist Anleitung geben wird. Dann haben wir einen Auftrag Jesu ausfallen, vielleicht noch ein anderer, so krank buchstäblich, alles krank weggeschrieben ist, nicht einmal das, nicht einmal dort, nicht einmal jant. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Und dann haben wir einen Auftrag, was Jesus gegeben hat, ich habe ausfallen. Aber hier wird nur ein Bild merken. Vielmal sagen die zwei Stücke in der Meer, eine große Bowl in der Meer, du hast eine Wabel, ja. Ab jeder Engels eine Satt. Und dann wird am Doel geschackelt. Und wo ist es von dir? Wo balanciert uns Leben mit Jesus? Weil uns Leben balanciert mit Jesus nur, als unser Leben zu Jesus ist. Ich kann das nicht klarer stellen, das Leben nicht. Ich kann nicht Verständnis klarer stellen, als uns Leben mit diesem Auftrag, was Jesus uns gegeben hat, so viel zu Hand gegeben, um die Welt zu raten, uns Auftrag, was Jesus gegeben hat, der balanciert mit Jesus seine wir als unser Leben zu Jesus ist. Wenn wir wirkliche Liebe zu Jesus haben, dann sind wir in der Arbeit, um sein, das uitzufallen, was Jesus sagt. Gott hat ein Lied und merkt die Jünger und lehrt das hau. Und er sagt das nicht bloß zu Predigers, er gibt das Auftrag an seine Jünger und von der gilt es an uns. Dass wir rückgehen und dass die Menschen bekannt machen mit dem Evangelium. Dass wir nach letzte wird, was Jesus sagt, dass er in den Himmel fuhr. Und von der ganz besonderen Ursache hat Jesus diese Wort gesagt. Dem Herrn Jesus wird so wichtig, für er in den Himmel fuhr, dass er seine Jünger sieht, sieht in der Arbeit. Schafft. Das ist wichtig, dass ihr in der Arbeit sind, dass ihr in der Kraft des Heiligen Geistes vorwärts gehen. Wohin? Wenn nicht, dann sind so viele Menschen, die gehen verloren. Und dann sagt uns, wenn Jesus im Himmel fuhr, dann standen sie und checkten sie hinterher, nicht wahr? Dann haben wir 2 Männer in Wettekleider und fragen sie, was steht ihr und checken im Himmel? Das Jesus, was aus dem Himmel gefahren wird, kommt, dass die an seinem Himmel fahren. Und andere wird, zu was wird ihr bloß den Titel an den Herz checken? Erst nicht krank, sondern die Eltern verreisen, dann haben sie geheilt. Oder wenn es so, Tianti, wie so wird sehr groß und verreist wird. Vielmal sagen wir alle Toten Leid, stimmen nach dem Kranz und beten, Toten, hielten alle. So, nee, vor den Null war ich. Dann wird hier angecheckt. Aber kann bloß einmal stehen bleiben und checken, wo sind die Hand gefahren? Oder hat er eine Abgabe der Hand zu gehen, das auszufallen, was sie wünscht, was wir ausfallen würden? Das wird Jesus sagen, zu seinen Jüngern. Steht nicht bloß ein Check, wo ich hingehen da, wo ich hinfahren da, aber Gott fällt aus, was ich ihnen gesagt habe. Und von der, das Auftrag, was Jesus gegeben hat, das steht. Nicht bloß stehen und checken, wo er als Jesus hingefahren, sondern auszufallen, was er uns gesagt hat. Dort merkt uns rein, dass wir jeden, dass er wird weiterkommen und er wird mit Antug schauen. Das ist ein Zug merken im Himmel. Aber bloß da, weil wir wollen in der Arbeit sein. So macht es eine Anspornung sein von dir zu uns, dass wir in der Arbeit sind und von unserem Meister und sein so viel als möglich auszufallen, was uns hingelassen hat. Weil hier sind so viele Dinge, weil die Bibel zur Hand nehmen, da finden wir so viele Dinge. Weil ich sehe schon, nicht alle Einzelheiten, alle Kleinigkeiten sind abgeschrieben, aber sagt die Geist, die wird uns Anleitung geben. Es sind so viele Dinge, wenn wir aufmerksam sind, weil wir gebetsvoll sind, weil wir in der Heiligung leben, wo die Geist Gottes uns Anleitung geben, dass ich habe noch das und ich habe noch das und ich habe noch mehr da nicht wahr. Und dann da wir dort, wo wir hin, wenn es uns eine Herzenssache, der Meisterhafte bestellt, dort Menschen sein zu halten, Seiten anzubringen. Wir finden in Lukas Kapitel 14,
sehr klar, wie wichtig dem Herrn das ist. In Lukas Kapitel 14, 23, und der Herr sprach zu dem Knechte, Wort, gehe aus auf die Landstraßen an die Zäune und neige sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde. Was sagt der Herr zu den Knechten? Geht an die Landstraßen, an die Zäune, seid ihr mal, wo alle sind nach Menschen, lote an, dass die worden ankommen. Das ist der Auftrag, was Jesus geben hat, gerot von dem Himmel vor. Jesus sagt nicht bloß zum Trost, heute, ich will Ihnen den Helden Jesus geben, aber er sagt, ich gebe Ihnen einen Auftrag. Seht in Arbeit. Und das wird ein Ziel ist, ein Scheinvertrag. Das wollen wir Mission tun, das wollen wir lokale Mission tun, das wollen wir mit meiner Anfang tun, diese Abgabe, der Herr Jesus, der sie im Hort gelegt hat, darf er stehen, darf er gehen, und diese Abgabe zu fallen. Das ist der Auftrag Jesu, gerot vom Himmel vor, ich will, Jesus soll in Arbeit sein. Ich will mit uns sein alle Tag. Ich will ihnen die Kraft geben, was brauchen wird. Und ich will ihnen brauchen, in Arbeit zu sein. Für mich. Und das ist das Wunderschöne. Weil wir dürfen am Himmelfahrt uns mal führen, was auf Jesus uns hingeloten. So was hat es von der zu uns zu sein? Von der zu uns zu sein, krieg was die an die Jünger hat. Ich sie biegen alle Tag in der Welt ein, das ist ein besonderer Trost, ein besonderer Trost sei. Und dann haben wir die Verheißung auf den Helden Jesus. Das ist eine ganz besondere Verheißung. Aber dann haben wir einen ganz besonderen Auftrag. Fällt aus, was ich ihnen hingelassen habe. Und weil wir uitfällen, was der Herr uns hingelassen hat. Wenn wir uns an der Mut machen, das finde ich schon da so viel Anhängigkeit, so viel Streit und so viel Zank und Tjoten. Dat mich fragen, was geht an? So viel von der Tag in der Kirche, wo die Streben gesankt wird, und das bricht ab, hier und dort, bricht ab. Und Jesus sagt, sieht eine Arbeit für mich. Und weißt ihr was, Geschwister, dass der Meier, wie wir in der Arbeit sind für den Herrn Jesus, ist das der eine, wo wir taubstehen. Das ist die Sache, wo wir in Leib verbunden in der Arbeit sind, und Zeugen sind, in dieser düsteren Welt, wo wir leben. Wenn Sie noch eine Anspornung denken, diese letzte Ding, was der Herr Jesus noch mitgeteilt hat, zu seinen Jüngern, fahren im Himmel vor, was von der für uns die selbst Bedienung hat. Ich würde für einen Abstand zum Gebet verposten lassen. Allmächtiger Gott vor dem Himmel, wir danken dir von dir, Herr, dass wir nicht als Einsame, nicht als Weisen sind zurückgelassen worden. Wir danken dir, Herr Jesus, wenn du in dem Himmel führst, dass du alles bestellt hast und alles hingelassen hast und was es fehlen würde. Hab Dank. Hab Dank, Herr, für die Tausheit, was da ist. Hab Dank für die Verheißung. Aber Herr, hab auch Dank für den Auftrag, was du geben hast, in Arbeit zu sein. In himmlischer Vater, wir beten, dass wir nicht genug erkennen, was das verwirrt sind, was du hingelassen hast, für die diese Welt verloren ist. Du bist von dir dort, zu der rechten Hand Gottes. Du kriegst von dir, Herr, was uns das wichtig ist. Als wir das wirklich glauben, was du uns hingelassen hast. Herr, dass wir dabei treu sind. Und Herr, vergib uns, wo nicht treu warst. Vergib uns, wo uns glauben, als zu schwach und zu klein warst. Oder wo wir an Glauben gelebt haben. Herr, verzeih uns. Halb uns, dass wir uns treue Zeugen Jesu Christi dort wieder drehen, so dass der Apostel wieder drehen deuten, aber du wirst schon erhalten verherrlicht worden, dass du dort erhalten verherrlicht warst. Himmlischer Vater, die gebet all die Lobpreis und Dank für all die Segnungen, dass du dich überzeugt hast und deine Versprechen geholt hast. Im Namen Jesus. Amen. Nummer 364. Herr, bei mich festhält deine starke Hand, vertrau ich still, weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertrau ich still. Du
Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut. Ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertrau ich still. Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertrau ich still. Weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, prägt tief in mich, Herr, deine Lammesart. Herr, weil du jetzt für mich beim Vater flehst, vertrau ich still. Weil du zu meiner Rechten helfen stehst, vertrau ich still. Droht mir der Feind, so schau ich hin auf dich, ein Bergungsort bist du, o Herr, für mich. Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertrau ich still. Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertrau ich still. Seh ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, mir ist genug, mein Herr geht selber mit. Wat van verreich, zo'n Leid te zingen, nur de Botschaft, wat zo'n Kraft geven dat, en stel te vertrouwen op wat de Herr Jesus gesagt hat. Ich will für einen Häupten eigen. Der Herr behüte euch vor allem Übel, behüte eure Seelen. Der Herr behüte euren Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Wir scheiden in Frieden des Herrn.